Ja, wir singen das Lied nächsten Sonntag nochmals, weil es einfach gut passt zu dieser Serie und weil wir es jetzt so schön geübt haben, dann könnt ihr dann wieder mitsingen. Also ihr könnt ja immer mitsingen, aber das ist so, wie soll ich sagen, es ist mir nicht so bewusst gewesen, als ich es geschrieben habe, aber im Nachhinein habe ich so gedacht, das ist so ein richtiges Stadionlied, oder das könnte man im Letzigrund singen oder im Joggeli, wenn es nicht brennen würde dort. Ich habe dieses Lied damals geschrieben, weil ich inspiriert war von diesem Text. Und ich weiß noch genau, jemand kam auf mich zu spät und hat gesagt, ja, wie kann man nur so etwas über Schwangere sagen, du hast ja keine Ahnung. Es war keine Frau, es war ein Mann, habe ich gedacht, du wohl auch nicht, aber egal. Wie kann man das nur, es ist so, wie soll ich sagen, ich denke, es war zu kitschig oder ich weiß nicht, aber es steht in diesem Text, nicht im Luthertext, aber in der Elberfelder, dieses Seufzen am Schluss, dieses sehnsüchtige Warten, ist das Warten einer Frau in der Schwangerschaft, in den Wehen, in dieser Zeit, wo die Schmerzen groß sind, die Hoffnung unglaublich stark ist, dass es endlich soweit ist und man am Schluss nur noch glücklich ist. Um das geht es in diesem Text. Es geht um diese starke Hoffnung, dass Gott etwas ändern wird. Meine Frau, die mich ein bisschen besser kennt, die weiß, ich kann es kaum aushalten, wenn etwas nicht funktioniert. Also ich sage euch mal ein Beispiel. Oder ich kaufe eine neue Satzschüssel oder kaufe eine Occasion-Satzschüssel und will sie montieren und ich kriege die Sender nicht rein. Das macht mich rasend. Es muss einfach funktionieren. Es gibt Dinge, die müssen einfach funktionieren. Wir hatten früher einen Hund und da sagte ich auch immer, ein Hund muss einfach gehorsam sein. Denn er hat große Zähne und er muss einfach gehorsam sein, Punkt. Und es gibt Dinge, die müssen einfach funktionieren, sind dazu geschaffen, dass sie funktionieren. Da gibt es nicht irgendwie eine Toleranz, dass es so halb funktioniert, sondern es muss richtig gehen. Und dann bin ich so richtig akribisch und bin dann so voll in meinem Tunnel und denke einfach, ich muss jetzt das hinkriegen. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann stehe ich am nächsten Tag wieder früher auf und mache weiter, bis es einfach geht. Und ich glaube, Gott hat ein ähnliches Empfinden wie ich, wenn er die Welt anschaut. Er weiß, dass es eigentlich anders sein könnte. Er weiß, wie er es gedacht, wie er es geplant hat. Und in diesem Plan ist etwas so quer reingekommen und jetzt ist alles durcheinander und wir spüren es, die Schöpfung spürt es, aber ich glaube am meisten leidet Gott selbst darunter. Dass etwas, was er gut gemacht hat, so wie aus dem Lot geraten ist, so ein bisschen vor sich hin eiert. Und das ist diese Situation, in der wir drin sind. Der Apostel Paulus, der setzt am Anfang von diesem Text zwei Dinge einander gegenüber. Auf der einen Seite ist es das Leiden, auf der anderen Seite ist es die Herrlichkeit. Und beide Dinge, die sind in uns drin. Wir kennen alle Leiden. Und wir kennen alle diese große Sehnsucht, dass es aufhört mit dem Leiden, dass es endlich gut wird. Wir kennen die Nacht, aber wir wünschen uns den Tag herbei. Wir kennen die Müdigkeit und wünschen uns wieder Stärke und Kraft. Wir kennen immer beides. Und der Apostel Paulus nimmt in diesem Text eine klare Wertung vor und er sagt ganz einfach, die Herrlichkeit ist viel intensiver, viel stärker, viel kräftiger als alles, tschüss Liel, alles, was wir an Leiden erleben werden. Viel krasser als alles, was wir jemals an Leiden in dieser Welt erleben werden, ist die Herrlichkeit zu gewichten. Und das ist letztlich die Hoffnung. Ist noch spannend, oder? Wenn Jörg vorher, du hast so Hoffnungen aufgezählt und das sind so ich sage mal, diese menschlichen Hoffnungen, die wir alle haben, aber es sind alle Hoffnungen, die irgendwann abbrechen. Wir können schon hoffen, dass wir gesund werden, aber die brutale Wahrheit ist, dass wir trotzdem sterben.
Wir können schon hoffen, dass wir finanziell abgesichert werden, aber die brutale Wahrheit ist, dass wir am Ende nichts haben werden. Wir können alle diese Hoffnungen, die wir in dieser Welt haben, die werden irgendwann zerbröseln, die werden irgendwann sich auflösen. Und dann entscheidet sich, ob wirklich etwas da ist. In diesem Text, da geht es um diese zeitlichen Leiden, die nimmt der Apostel Paulus als Anlass. Und ich glaube, wir alle kennen solche Momente. So diese Elendsmomente, wo man denkt, alles ist irgendwie falsch. Alles ist schwer, alles ist schwierig, alles fühlt sich dunkel an, alles ist kaputt. Es müsste mal jemand kommen mit der Akribie zum Dranbleiben und wieder gut zu machen, wieder richtig zu stellen. Und es ist so eine Wechselwirkung in diesem Text zwischen dem, was wir Menschen tun und dem, was in der Schöpfung passiert. Wir Menschen, wir haben die ganze Schöpfung mitgerissen in diese Vergänglichkeit, das heißt hier in die Nichtigkeit hinein. Und die ganze Schöpfung wartet, dass wir als Kinder Gottes offenbar werden, damit es wieder gut wird. Ja, unsere Welt ist aus den Fugen. Ich glaube, das kann jeder sehen. Und natürlich kann man sich überall hinkleben, wo man will, wenn einem das Spaß macht. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mal ein Bild gesucht zu Leben und Tod, und da ist mir ein Klimt unter die Finger geraten, nein, vor die Augen geraten. Klimt, ein Maler, ich kenne ihn vom Namen her. Und dann war ich erschüttert. Es war so ein Leben- und Todbild von Klimt und ein Klimt und ein großer schwarzer Fleck war darauf. Irgend so ein Klimaidiot hat einen Farbbeutel gegen ein Bild geworfen. Ganz ehrlich gesagt, null Verständnis. Ich meine, was kann das Bild dafür, dass wir Menschen die Erde kaputt machen? Wirklich null Verständnis, aber so ist es, oder? Wir möchten es gut machen, aber wir zerstören, indem wir versuchen, gut zu machen. Wir ärgern, wir nerven, indem wir versuchen, gut zu machen. Wir möchten gerne Aufmerksamkeit, aber irgendwie kostet es halt an andere irgendetwas. Und das ist unsere Situation. Wir können überall drehen und machen. Oder wir können hier unglaublich viel CO2 einsparen und dann werden auf der anderen Seite der Erde die ganze Stromproduktion mit Erdöl gemacht, mit Erdölkraftwerken oder Kohlekraftwerken. Aber wir haben gespart, gibt uns doch zumindest ein gutes Gefühl. Aber ich möchte nicht zu politisch werden, ich möchte euch nur zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und letztendlich wird es wohl auch nicht funktionieren, dass wir es in den Griff bekommen. Es heißt hier, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Elberfelder Text. Bis jetzt die ganze Schöpfung in Geburtswehen. Und das ist auf der einen Seite etwas unglaublich Schmerzvolles und auf der anderen Seite etwas unglaublich Hoffnungsvolles. Denn Geburtswehen heißt, da kommt was. Da kommt was und es wird gut und herrlich und wunderbar. Ich glaube, es gibt kaum eine Erfahrung, die wir als Menschen machen können, die so erhebend ist, wie das in die Hände nehmen eines neugeborenen Kindleins. Einfach staunen und denken, wie wunderbar ist das doch. Es ist der Nichtigkeit unterworfen, es ist vergänglich. Das heißt, was wir hier tun und machen, hat alles ein Ablaufdatum. Alles, was irgendwie auf dieser Welt geschieht, irgendwann ist es vorbei und wir können da und dort ein bisschen was versuchen gut zu machen und doch letztendlich wird die Ewigkeit nicht auf dieser Erde stattfinden. Gott wird eine neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit herrscht, in der alles wieder irgendwo ins Lot kommt. Und darum haben wir Hoffnung.
Aber wir sind noch nicht im Himmel. Wir erleben hier noch diese Leiden, diese Schmerzen, diese Traurigkeit. Wir erleben hier noch diese Enttäuschungen, dieses Mitgenommensein. Die ganze Welt ist mit hineingerissen in diese Vergänglichkeit und auch wir selbst sind Teil davon. Oder manchmal finde ich es fast ein bisschen amüsant, wenn ich denke, dass es Christen gibt, die denken, sie seien von allem wie rausgehoben. Das ist nicht so. Oder wenn ein Flugzeug abstürzt und Christen drin sind, dann stürzt es ab, obwohl Christen drin sind. Und die Christen sind nicht, oder die anderen Menschen sind vielleicht nicht mal so wahnsinnig schlecht gewesen, es stürzen einfach alle ab. Wir werden immer mitgerissen. Und das ist etwas, was vielleicht auch gut ist, mal zu verstehen. Immer dann, wenn in unserem Leben selbst etwas schief läuft, wenn wir uns irgendwie gegen Gott auflehnen, irgendwie querschießen gegen Gott, dann denken wir als Egoisten heutzutage, es geht nur mich was an. Da muss mir niemand reinschwatzen. Ich kläre das mit Gott selbst. Aber die Wahrheit ist, alles, was wir tun, hat Einfluss auf andere Menschen um uns herum. Immer. Der David zum Beispiel, als er die Situation mit Bathseba hatte und so wahnsinnig daneben lief mit seinem Leben, da hat er im Psalm gebetet, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, natürlich gegen Gott. Aber es gab nachfolgende Dinge. Ich habe ja auch darüber gepredigt, diese Folgen von der Sünde von David. Es betrifft immer andere Menschen. Manchmal merkt man es gar nicht, manchmal spürt man es sehr gut. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass sich etwas ändert. Die ganze Schöpfung heißt es hier, sie seufzt. Unglaublich. Manchmal hört man es vielleicht. Vielleicht habt ihr es schon gehört im Wald, wenn die Bäume so knarren. Dieses Seufzen, dieses Jammern. Vielleicht spürt man es manchmal auch, wenn bei einem Vulkanausbruch oder dass irgendetwas nicht stimmt. In dieser Welt gibt es so ein unglaublich hartes Gesetz. Und das betrifft auch uns, aber es betrifft mal diese Welt. Wir fressen und gefressen werden. Das ist die Realität. Und man kann das natürlich schönreden. Ich weiß echt nicht, ob es funktioniert, aber ich habe es schon gehört, und ich möchte mich nicht darüber lustig machen jetzt, auch wenn ich es nicht ganz ernst rüberbringen kann. Es gibt scheinbar tatsächlich Vegetarier, die ihren Hund vegetarisch ernähren. Vielleicht könnte man es auch mal mit den Wölfen im Tierpark probieren hier, die alten Christbäume nicht den Rehen, sondern den Wölfen geben. Die Realität ist einfach, wir fressen und werden gefressen. Und das ist nicht schön. Das ist nie schön. Wenn man mal zuschaut, wie ein Löwe so ein Rentier jagt oder ein Gepard es dann einholt und anspringt, und das ist nicht schön. Wenn die Aasgeier nachher kommen, das ist nicht schön. Aber das ist die Realität. Das ist die Realität, die uns immer wieder daran erinnert, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und wir wissen aber, dass das nicht das Ende sein wird. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken liegen und Löwen werden Stroh fressen. Das ist die Verheißung. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also gut, eben die ihre Hunde jetzt schon vegetarisch ernähren, die können sich das vorstellen. Aber so ganz, ein Löwe, oder? Ja, komm mal, kleiner Löwe, hier, dein Stroh für heute. Und jetzt werden keine Lämmer mehr gefressen, lieber Wolf. Jetzt gibt es auch nur Gras für dich. Du musst deinen Speisezettel umstellen. Das können wir nicht schaffen. Ich meine, wir können das versuchen, die Tiere genetisch anders zu entwickeln, dass sie dann irgendwie so in diese Richtung sich entwickeln, aber im Grunde ist es Gott, der das ändern wird. Und das ist die Hoffnung. Es ist die Hoffnung, dass was aus dem Lot kommt, auch von Gott wieder geflickt wird, weil wir es selber nicht schaffen. Wir versuchen es,
Und das ist gut so, ich sage da gar nichts dagegen. Und ich sage mir immer, du musst nicht grün sein für andere, du musst grün sein für dich selbst. Du musst dein Auto nicht benutzen, wenn du es nicht brauchst. Du musst nicht mehr Essen kaufen, als du essen kannst. Du musst nicht nochmals ein neues Gerät kaufen, wenn du denkst, es wäre jetzt schön, ich habe ja mein Handy erst ein Jahr und jetzt gibt es schon das Bessere. Du musst nicht grün gegen außen sein, du musst in deinem Herzen grün leben. Und diese Welt, die ist in diesem Sinne nicht zu retten, aber wir müssen sie auch nicht bewusst kaputt machen. Und das fängt natürlich bei jedem von uns an. Aber letztendlich wird Gott es gut machen. Letztendlich warten wir nicht darauf, dass die ganze Erde plötzlich ein Paradies wird, sondern wir erwarten, dass Gott etwas Neues schafft, wo auch wir als neue Menschen unseren Platz haben. Denn diese Sehnsucht nach heiler Welt, diese Sehnsucht nach Paradies, die ist wie in unsere DNA hineingelegt. Da schreit immer etwas in uns, wir möchten es aber gut haben, es muss richtig gehen, es muss richtig laufen und die ganze Schöpfung kennt dieses Schreien auch, dieses Sehnen, dieses Warten, dieses Hoffen. Und das führt uns in eine Spannung. Ich werde das in dieser Predigtserie immer mal wieder sagen, wir sind in dieser Spannungssituation. Wir möchten es anders, als es ist, aber es ist noch nicht so, wir warten. Wir warten auf diese Berufung, die ganze Schöpfung wartet mit uns. Wenn die Schöpfung reden könnte, würde sie sagen, Gott, wann endlich änderst du etwas? Wir ertragen dieses Leid und Schmerz, wir ertragen es gar nicht mehr. Wir können es kaum noch aushalten. Und vielleicht spürt ihr in all dem drin, vielleicht merke ich es nur, weil ich älter werde, aber vielleicht spürt ihr es auch, dass wir wohl näher sind in diesem Moment, als wir es auch schon waren. Wir reden nicht mehr so viel darüber. Ich weiß noch, es gab eine Zeit, so in den 80er Jahren, da war immer, der Herr kommt bald, oder 11:55. Jetzt einsteigen, sonst für immer verloren und so. Wir reden nicht mehr so darüber, aber ist es nicht spannend, dass es gerade wie antizyklisch ist. Wir reden nicht mehr darüber, sind aber näher vorgerückt. Und vielleicht, kleiner Seitschwenker, habe ich jetzt nicht gedacht vorhin, aber baue ich jetzt schnell ein. Vielleicht ist das genau der Punkt, den Jesus meint, wenn er sagt, ihr müsst wachsam sein und warten. Weil er kommt dann, wenn wir es nicht erwarten. Nicht dann, wenn alle denken, jetzt brauchen wir es, sondern dann, wenn wir es nicht erwarten. Wir werden hier immer ein bisschen weniger wach und die Hoffnung ist immer mehr in diese Welt gerichtet, dass es uns in dieser Welt wirklich, wirklich gut geht. Und dann kann man natürlich in der Schweiz fragen, wie gut soll es uns dann noch gehen? Also irgendwann ist ja auch mal genug gut. Wir ertragen sie auch gar nicht, wenn es immer nur gut ist. Aber ich denke, wir sind näher als auch schon. Und das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht auf dieser Erde wie so eine Larve verkrümmt durchs Leben zu gehen, sondern unsere Hoffnung ist das hier. Flügel aufspannen und abheben in der Gegenwart Gottes. Das wird Herrlichkeit sein, wenn wir bei Gott sind. Das wird Leichtigkeit des Seins sein. Da wird abfallen alles, was jetzt noch schwierig ist. Und die ganze Schöpfung freut sich auf diesen Moment. Die ganze Schöpfung erwartet diesen Moment, wo Leid und Schmerz weg ist. Jetzt ist es noch nicht so weit. Jetzt sehen wir diesen dunklen Hintergrund noch unglaublich gut. Und vielleicht sehen es die einen sogar stärker als andere, die spüren es richtig, dass etwas nicht stimmt. Und sie können es manchmal gar nicht sagen und dann denken sie vielleicht, ja, mit mir stimmt etwas nicht. Nein, es hat in dieser Welt etwas Schweres, es hat etwas Trauriges, etwas, das eigentlich unerträglich ist. Es ist doch unerträglich, dass wir sterben müssen.
Und es ist nur dadurch erträglich, dass wir eine Hoffnung haben, eine Zukunft haben. Wir müssen noch diese Bosheit der Welt ertragen, diese Bosheit anderer Menschen. Wir müssen noch uns selbst ertragen. In all diesen Höhenflügen, in denen wir denken, wir seien die Allerbesten, und in diesen Tiefflügen, wenn wir denken, ich kann überhaupt nichts. All das müssen wir ertragen. Wir müssen noch ertragen, dass wir Menschen sind, die Zerstörung anrichten. Manchmal habe ich den Eindruck, wo wir hinkommen als Menschen, geht es kaputt. Wir waren einfach schon überall, außer auf dem Mond, aber dort wird es dann auch noch bald, wird es auch noch gehen. Und es wird auch dort nach dem gleichen Muster funktionieren. Ich komme zum Schluss. Dieses Bild der Schwangerschaft ist ein Bild der Hoffnung. Dieses Schmerzen, Seufzen, Jammern der ganzen Schöpfung, dieses aus dem Lot geraten der ganzen Schöpfung erinnert uns daran, dass wir darauf warten, dass Gott es wieder gut macht, dass Gott eingreift. Man sagt ja so ganz einfach, ja, du bist in guter Hoffnung, nicht wahr? Ja, wir sind als Schöpfung in guter Hoffnung. Und es ist völlig klar, dass es durch Schmerz und Leid durchgeht. Aber es ist auch völlig klar, dass am Ende nichts anderes als Herrlichkeit sein wird. Wie ein Jude sagen würde, nicht hoffen, völlige Gewissheit, völlige tiefe Gewissheit, dass es gut kommt, nicht wegen mir, sondern um meinetwillen auch. Und wir werden der neuen Schöpfung vorausgehen. Und die ganze Schöpfung wird sich freuen, unglaublich freuen. Amen.